Die Welt nach der Apokalypse. Mal wieder. Dieses Mal im schönen türkischen Kappadokien, welches uns durch seine Steinhöhlen sofort ins Auge schießt. Aber nein, hierbei handelt es sich natürlich um die postapokalyptische Welt irgendwann im Jahre XYZ. Ja, nicht einmal die Mühe nach einem Jahr hat man sich gemacht, stattdessen schmeißt man uns in den Film als eine Kriegerin, oder wie man das sonst so nennen mag, gespielt von Deborah Rennert, des Nachts in einen Gangrape. Habe ich gerade Rape gesagt? Ich meinte natürlich Gang Rampage. Gerät und miterlebt, wie diese allerhand Leute abschlachten, Frauen vergewaltigen und brandschatzen. Also doch Gang Rape. Und warum? Dumme Frage. Weil sie es können natürlich. In dieser bitteren Nacht erschießt sie einen Fettwanst im Barbaren-Outfit aus Leder und Fell, der sogleich in ein Lagerfeuer fällt, um dort zu verbrennen. Ihr gelingt die Flucht aus diesem Albtraum an Dummheit und mies mit Pappe verzierten Motorrädern, um letztlich in einer Höhle Unterschlupf zu finden. Hier trifft sie auf den Soldier of Fortune, was man im Deutschen wohl mit Glücksritter übersetzt, aber da Richard Pryor sich im Grabe umdrehen würde, vergliche ich seinen Film mit diesem, belasse ich es bei der amerikanischen Variante. Mit Namen Anderson, Garrick Down. Der ist derart schwer verletzt, dass er sie um Hilfe bittet. Sie jedoch, ganz die kühle Amazone, will ihm nicht helfen. Er bettelt darum, ihn zu verarzten bzw. zu verbinden, dann kurzerhand um etwas zu essen. Das mickrige Stück Dörrfleisch, welches er zugeworfen bekommt, gibt ihm scheinbar Megakräfte. Denn von neuen Verbänden will man nun nichts mehr wissen. Beide schlafen ein und plötzlich sind die argen Wunden verheilt. Gute Selbstheilungskraft, Wolverine. Ab jetzt beginnt leider auch schon der Anfang vom Ende. Denn von diesem Zeitpunkt an laufen die beiden nur noch von A nach B. Gut, böse Zungen meinen ja, dass Herr der Ringe eine ähnliche Story beinhalte, aber in der passieren interessante Dinge, es finden Dialoge statt und irgendwie hat man da so $1 bis $2 mehr Budget gehabt. Harmony, so der Name unserer Amazone, läuft nun also an der Seite von Anderson umher und schleudert ihm immer mal wieder den roten Hering "Fass mich nicht an den Kopf, sodass auch der letzte dämliche Zuschauer auf den Trichter gekommen ist, dass sie wohl mal vergewaltigt wurde. Ja, das waren die 80er. Da ging es nur um Mord, Totschlag und Vergewaltigung. Kurz mal Unterschlupf bei irgendeinem Redneck gefunden, erkennen sie, dass der gerne Menschenfleisch frisst. Ist ja klar, ist ja ein Redneck. Und dann auch noch wohnhaft in der Türkei. Also wird der kurzerhand umgehauen und gefesselt. Als sie ihn dann kalt machen will, erklärt Anderson ihr, sie solle solche Dinge lieber sein lassen, wenn sie nicht wie die bösen Raiders sein will. Ja, die Raiders waren nämlich mal zwei Brüder, die sich gestritten haben, um dann einen Schokoriegel mit ummantelter Schokolade... Also die Raiders sind auf jeden Fall selten dumme Rocker, die allesamt in Lack und Leder umherstiefeln, auf abgegriffenen Motorrädern herumirren, die so dermaßen schlecht mit Firlefanz beklebt sind, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Zumal man als denkender Zuschauer nicht einmal versteht, warum die ganzen Zacken und Pappverkleidungen da sind, außer dass sie einen komplett beim Fahren und vor allem Gucken behindern. Aber gut, wenigstens weiß ich jetzt, wo das ehemalige WWF-Tag-Team Demolition seine Outfits her hatte. Wenn man keinen Plan hat, wie futuristisch es aussieht, klippt man einfach irgendwas irgendwo dran. Funktioniert natürlich nicht. Naja, bei Raumpatrouille Orion vielleicht. Also wieder von dort weg, treffen sie jetzt auf einige Hinterwäldler, deren Herkunft man nicht ganz ausmachen kann. Gehören sie zu den Raiders oder sind sie einfach nur so da? Wie eine Katze? Egal, der eine wird dann mal offscreen gekillt, der andere wird einfach direkt aus dem Strip gestrichen. Wen interessiert's? Ihm kann's nur recht sein, in diesem Scheiß nicht mehr mitzuspielen. Und dann endlich kommt es zum Showdown zwischen den beiden und den Raiders. Der erste Überfall läuft darauf hinaus, dass Harmony einen weiteren Fettwanst mal ebenso mit einem Hauruck den Berg hinunterwirft, während Anderson sich mit dem Handlanger des Oberbadguys herumprügeln darf. Der wird dann von einer Schlange, einer ca. 16 cm großen Blindschleiche, in Schach gehalten. Ja, der Film läuft in der Tat so ab. Die kurzen Floskeln über Menschlichkeit und Gerechtigkeit sind bestimmt die Vorläufer für heutige Werke wie The Walking Dead gewesen. Wenn eine Harmony einen Anderson fragt, warum ist diese Welt so? Und er nicht antwortet. Oder Anderson sie wie vorher erwähnt beschwichtigt, sie solle niemanden einfach so töten, nur damit man zur nächsten Szene übergeht, so ziemlich jeder einen Dreck um den anderen gibt und alle möglichen Leute abgeknallt werden. Puh. Harte Kost. Erneut durch die Einöde getrabt und den Zuschauer zu Tode gelangweilt, treffen sie auf Orland. Irgendeinen Eremiten, der einen Haufen Hunde bei sich hat. Gut, es sind nur 3 Hunde, davon ist einer ein Babyhund, der mehrfach in Großaufnahme gezeigt wird. Vermutlich, weil er mehr schauspielen kann als alle Deppen dort zusammen. Und den Niedlichkeitsfaktor beinhaltet. Zwischendurch noch auf angeblich Verseuchte getroffen, auf die danach nie wieder eingegangen wird, attackieren die Raiders irgendeine Festung und sterben im Gro theatralisch. Dort werden dann Harmony und Anderson gefangen gehalten.
Anderson wird daraufhin zum Oberbösewicht Slater gebracht, der ihn leider nicht mit einem Matrixschen Mr. Anderson begrüßt. Zu schade. Beide in Fesseln gelegt, erinnert mich das Ganze an die Ketten von Snake Mountain. Leider war das Playset von Skeletor mega geil, während dieser Film einfach nur die schlecht bemalten Polen-Bootlegs von Masters of the Universe ist. Anderson wird irgendwann abgeholt, um von Slater getötet zu werden, doch schwuppdiwupp Kartoffelsupp taucht Orland mit einem Flammenwerfer auf. Woher? Natürlich aus einem Loch in der Decke. Woher sonst? Den Flammenwerfer hat er von kleinen Javas bekommen, die man sich kurz mal bei Star Wars ausgeliehen hat. Da man jedoch kein Geld übrig hatte für die leuchtenden Augen, hat man deren Gesichter einfach mal ganz vermummt. Dai. Slater, der seinen tollen linken Aluminiumaufsatz am Arm einige Male schwingt, um Anderson beizukommen, verliert dann noch die Fingerkuppen dank eines Messerschlags. Aha, also dahin ist das ganze Geld geflossen. Orland, Anderson und Harmony fliehen mal wieder, rennen durch die Einöde und sprengen die Festung, die vorher erobert wurde, oder was auch immer das sein sollte. Ach, ist mir auch kackegal, also auf jeden Fall BOOM! Michael Bay Explosions! Die Raiders verfolgen sie, diverse werden abgeknallt, und dann können die nicht mehr weiterfahren, weil die Javas einige Mini-Steine auf sie herunterregnen lassen. Was? Ja, und danach explodiert das Fluchtgefährt der Good Guys auf der Brücke, aus welchem Grund auch immer, und auch an diesem kleinen brennenden Vehikel können die Bad Guys dann nicht vorbei, denn brennt ja. Und somit rennen unsere Helfer davon, während Orland die Aluhand des Bad Guys an einer Klippe sieht. Warum? Niemand weiß es. Niemand will es wissen. Niemand hat eine Ahnung, wie der nun dorthin gekommen ist, wo doch niemand irgendwas passieren konnte, weil sie wie im schlechten Computerspiel in einer Kollisionsabfrage feststeckten. Und er bei der Verfolgung gar nicht dabei war. Also wow. What the fuck? Muss ich da jetzt noch auf den Minikuss zwischen Anderson und Harmony eingehen, der sowas wie eine Romanze darstellen soll? Und vermutlich ihre endgültige Läuterung von der Vergewaltigung ist? Nebst ihrer Hose, die aussieht, als habe sie reingeschissen? Nein? Gut. Die 3 Protagonisten rennen also davon und Ende. Was? Ja, dann ist der Film zu Ende. Hast du das jetzt? Nee, ehrlich gesagt habe ich das nicht. Will ich auch nicht. Vielleicht sollte dieser riesige Haufen Affenscheiße ja wieder so eine Art Pilotfilm für eine Serie sein, so wie der Zauberbogen. Der jedoch hat ungefähr 10.000 Mal mehr Spaß gemacht als die türkische Wüste, die mir hier präsentiert wurde. Also ein Film zum Vergessen. Wie absolut beschissen, dass der nun wieder irgendwo in meinem Hippocampus abgespeichert ist.